Ja, hallo liebe Leute, neues Video zu FreeCAD. Ihr seht hier ein Foto, das habe ich gerade gemacht. Und zwar, ich habe ein dynamisches Mikrofon gekauft. Das habe ich bei einem bekannten chinesischen Warenhaus gekauft für relativ wenig Geld. Und das klingt auch ganz gut. Und da sollte bei diesem Mikrofon auch ein Mikrofonständer, Adapter mit dabei sein. Das war aber nicht der Fall. Und deswegen werden wir den jetzt einfach konstruieren. Und zwar, was er daneben liegen sieht, das ist so ein Adapter, den ich für mein Kamerastativ nutze. Und den möchte ich gar nicht verwenden, diesen Adapter, aber ich möchte hier dieses Teil verwenden, also das nachkonstruieren, damit ich das Mikrofon einfach auf das Stativ so draufklemmen kann. Und ist nicht perfekt dann, ist dann kein richtiges Mikrofonstativ, aber ich denke mal, für meine Anwendung wird das funktionieren. Und da wollen wir uns jetzt dran begeben. Ich würde vorschlagen, erstmal fangen wir mit dem Part an, der das Mikrofon hier hält, wo das so reingelegt werden kann. Und dann machen wir am Ende dann noch diesen Adapter, eventuell aus zwei Teilen, das muss ich mal schauen, oder ob man das als eins drucken kann. Als eins denke ich mal nicht, dass das funktioniert. Aber das werden wir gleich erkennen. So, dann, was habe ich? Ich habe das Mikrofon hier liegen, ich habe diesen Adapter hier liegen und ich habe eine Schieblehre. Das ist eine ganz billige digitale Schieblehre aus dem Actionmarkt. Die hat, weiß nicht, normal kostet die so 4, 5 Euro. Ich glaube, die hat im Angebot damals 2,50 € gekostet und die ist für sowas völlig ausreichend. Okay, fangen wir an. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschalten und dann viel Spaß beim Video zur Mikrofonhalterkonstruktion. So, dann fahren wir mal fort. Ich mache eine neue Datei und dann fangen wir hier an, einen Körper, und da machen wir jetzt erstmal den Halter selbst, was um das Mikrofon drum kommt. Das ist konisch, ein Konus, das Mikrofon. Und da muss man jetzt was konstruieren, dass das so einigermaßen passt. Wie macht man das? Den Konus, ich würde vorschlagen, den machen wir als ein sogenanntes Loft. Das wird hier Ausformung genannt im Deutschen. Und hier unten sieht man direkt schon bei der Part-Design Additive Loft. Genau das möchte ich haben. Und da muss man jetzt zwei Zeichnungen produzieren. Eine für den Start und eine für das Ende. Ich mache dir der Einfachheit halber erstmal die erste auf der XY-Ebene, das heißt neue Zeichnung auf der XY-Ebene, und dann bewaffne ich mich schon mal mit dem Messeisen, also der Schieblehre, und messen wir das Ganze aus. Also ich habe hier eine Stelle, da hat dieses Mikrofon einen Durchmesser von 29 mm. Gucken, wo ist es denn? 30, da ist es 30. Das können wir ruhig nehmen. 30 mm innen. Das heißt, wir zeichnen hier zwei Kreise ein. Ein Kreis kriegt einen Durchmesser von 30 mm und der zweite Kreis kriegt einen Durchmesser. Da müssen wir uns überlegen, wie dick soll das Material werden. Ich mache es ruhig mal 3 mm. Das heißt, der Durchmesser muss um 6 mm größer sein. Links und rechts jeweils die 3. Also 36 mm. So, das wäre jetzt der erste Teil dieses Lofts, und dann überlege ich mir, wie lang das Teil werden soll. Wo hatten wir die 30 mm? Da ungefähr. Und das machen wir mal 50 mm lang. Und
Da muss er jetzt schon ein bisschen genau sein. Da haben wir so die 30 mm. Dann haben wir die 50 und da messen wir mal, da ist das dann nur noch ungefähr 25 mm. Okay, das heißt, ich mache erstmal eine Datum Plane, basierend auf der XY-Ebene hier, eine Datum Plane, und die verschieben wir in Z-Richtung, und zwar um die 50 mm. Und dann machen wir da eine neue Zeichnung drauf. Die Datum Plane machen wir erstmal unsichtbar und eine neue Zeichnung, und die können wir hier produzieren. Da haben wir wieder zwei Kreise. Ihr seht schon hier, die unteren Kreise, die stören jetzt ein bisschen vielleicht sogar, aber sei es drum. Ich mache jetzt hier einmal, das ist ein Durchmesser von 25 mm, und dann haben wir dieses Maß hier. Das sind dann die 25 plus 6, 31 mm. So, dann können wir uns erstmal das Loft erzeugen. Das heißt, ich selektiere den ersten Sketch, klicke auf diese Ausformungsfunktion hier, dann füge ich einen Schnitt hinzu. Da wähle ich jetzt den passenden Sketch hinzu und schauen wir uns an. Ja, das sieht gut aus. Na, nee, nicht so richtig. Gucken wir uns das nochmal an. Ich glaube, das muss anders gehen. Ich glaube, wir können beide zusammen anklicken. Und er macht aus irgendwelchen Gründen das Innere nach außen. Habe ich wahrscheinlich hier bei dem Sketch hier die Maße vertauscht. Also das erste und das zweite Objekt ist irgendwie verdreht. Also machen wir das hier mal zu 25. Das hier zu 25. Und das Maß zu 31. Und schließen das wieder. Schauen wir uns das nochmal an. Sketch und eine Aufpolsterung. Und jetzt sieht das auch richtig aus. Ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen, dass es da sowas gibt. So, jetzt kann man sich noch überlegen, wenn das Mikrofon da so reingelegt werden soll, dann passt das hier so. Ja, das passt schon da rein, aber man kann das so, man muss trotzdem einen Einschnitt haben, dass man das mit dem Kabel da einfügen kann. Das heißt, einmal brauchen wir, das hat einen Schalter oben drauf, der muss bedienbar sein, also muss das Teil hier jetzt so ausgeschnitten werden. Das heißt, wir können das erstmal so akzeptieren. Dann machen wir hier das noch gerundet und da machen wir das auch gerundet. Da machen wir das auch gerundet. Und dann schauen wir uns das Ganze von oben an. Und da wird jetzt einfach hier was ausgeschnitten. Das heißt, da erzeugen wir eine neue Zeichnung. Die kommt ruhig wieder auf die XY-Ebene. Und die wird ein Polygon. Und zwar einmal so, einmal so, einmal so. Und dann machen wir das hier oben noch so dahin. Also jetzt muss man sich überlegen, wie man die definiert. So, das heißt, einmal die beiden sind symmetrisch. Die beiden bitte auch.
Die können ruhig auch symmetrisch sein. Und dann schauen wir uns das mal hier so an. Ja, das sieht ganz gut aus. Das kann man so dann da reinschieben und hat auch voll den Zugriff auf den Taster. Und jetzt gucke ich mir nochmal die 50 mm an. Das kann am Ende sogar ein bisschen zubleiben. Das heißt, ich mache jetzt einfach hier eine Tasche. So, die machen wir aber umgekehrt. Die soll ja da so reinragen und dann gehen wir jetzt einfach hier und machen die so weit, wie wir meinen, dass das Sinn macht. Machen wir es mal so. 41. Gucken wir uns das mal an. Ja, da ist der Schalter auf alle Fälle da noch gut zu bedienen. Okay, dann können wir das so nehmen. Dann mache ich jetzt hier mal noch ein paar Abrundungen dran. Gucken, ob das funktioniert. Ja, das sieht doch gut aus. So, das wäre jetzt also der Mikrofonhalter selber. Und der soll ja jetzt hier unten auf so ein Teil gesetzt werden, was dann in das Stativ passt. Und da schaue ich mal, ob man das nicht direkt mitdrucken kann. Das heißt, wenn ich mir das hier so anschaue in der Aussicht, dann könnte ich das Teil hier so dran setzen und mitdrucken lassen. Mit ein bisschen Support und dann müsste das sogar in einmal zu drucken sein. So, wo soll das hin? Das Teil ruhig hier hinten ansetzend, damit das Mikrofon möglichst weit nach vorne rausragt. Okay, das heißt, hier wird irgendwas dran gesetzt und das möchte ich versuche es mal mit an den Körper dran zu setzen, dass wir keinen zusätzlichen Körper brauchen. Und wie machen wir das? Ich würde vorschlagen, dass wir eine Datumplane machen, die hier so durchgeht. Die Datumplane ist dann auch parallel zur XY-Ebene. Das heißt hier eine neue Datumplane. Und dann verschieben wir die jetzt in Z-Richtung. Und zwar so weit, wie wir meinen, dass es Sinn macht. So, da zum Beispiel. Ja, was haben wir hier? 43, ja, können wir so lassen. Und gucken wir uns das von der Seite an. So, und dann wird hier so etwas dran konstruiert, was dann hier unten diese Ausformung bekommt. So, dann lassen wir das Ding später hier drauf drucken und den ruhig da starten. Jetzt messe ich den erstmal aus, wie groß das Teil denn ist. Also das Teil ist jetzt Zufall, das hat eine Breite von 43 mm, 43,3, das können wir ruhig 43 machen. Das in X und Y ist das gleich, 43,5. Machen wir es ruhig auf 43. Und innen ist das nur noch 35. Das muss man aber ein bisschen schmaler machen. Muss ich mal gerade mal schauen, was wir machen. Also 33 würde ich das machen. Okay, würde ich vorschlagen, wir machen jetzt hier eine neue Zeichnung dran. Einmal hier, damit konstruieren wir jetzt einfach den Träger, den wir dafür brauchen, der hier dran gesetzt wird. Und dann, vielleicht mache ich es doch als ein extra Objekt. Ich denke schon, ich mache einen extra Body. Machen wir einen neuen Körper.
Und so, das hier ist der Halter und das der Adapter. Und den Adapter, der Vorteil davon ist, wenn ich das so mache, dass ich beim Adapter nicht unbedingt so, dass ich nicht, das nicht schlimm ist, wenn ich hier jetzt was konstruiere, was keine Verbindung zunächst mal mit diesem Teil hier hat. Das heißt, wir zeichnen jetzt hier auf dieser Ebene, da gucken wir uns an, welche ist das? Das ist die YZ-Ebene und da zeichnen wir jetzt erstmal den Adapter ein, wie wir den setzen möchten. Das heißt, auf der wird eine neue Zeichnung generiert, auf der YZ-Ebene. Und dann können wir die mal gerade wieder unsichtbar machen. Die stören jetzt nur. Und zwar, wo soll der denn hin? Das wird ein Polygon. Ich sage jetzt einfach mal so. Ist das so richtig? Ja, ist richtig. So, so, so und so. Das wäre jetzt der Adapter und der muss dann hinterher hiermit irgendwie eine Verbindung bekommen. So, dann habe ich ja gesagt, das Maß hier, das sind die 43 Millimeter. Da machen wir aber mal 42,8 Millimeter. Und das Maß hier, das sind die 33, da machen wir 32,5. So, dann hat das Teil noch eine Höhe. Und zwar, das ist das war jetzt nicht so ganz toll. Gucken wir es nochmal an. Ja, so 9 mm rum. Machen wir ruhig ein bisschen weniger. Also das Maß hier. Das werden so 8,8 mm. Und dann machen wir noch eine Mitte da rein. Die wird blau, sodass die nicht, also als Konstruktionslinie nicht später verwendet. Und dann können wir jetzt einfach sagen, die beiden hier, die sind dazu symmetrisch, die beiden hier bitte auch. Und dann haben wir den Adapter hier und jetzt können wir diese Linie hier bewegen. Wir können aber auch das Teil hier bewegen. Wir können uns überlegen, wo wir es denn hinsetzen wollen. Ich sage jetzt einfach mal so. Okay, dann so, das soll ja hier enden. Das heißt, da mache ich noch meine Konstruktionslinie rein, die hier so durchläuft. Die wird auch blau und die kriegt ein Maß. Das müssten eigentlich die 50 sein. Ja, das sind die 50 und da soll das Teil starten. Dann können wir das hier so ranlegen. Ja, ruhig ein bisschen Abstand. So, dann geben wir dem noch hier ein definiertes Maß minus 22 mm. Und so, da haben wir jetzt den ersten dieser Kandidaten. Das heißt, da mache ich jetzt eine Aufpolsterung. Und zwar, die wird auch, das hatte ich für ein Maß genommen, 42,8. Genau, das machen wir da jetzt auch. Das heißt hier 42,8. Also ich habe mal die Tastenkommandos oben wieder eingeschaltet und jetzt ist das natürlich hier noch nicht richtig, das muss ja auch hier entsprechend abgeschreckt werden. Das heißt, da machen wir jetzt eine neue Zeichnung rein.
die war ja gerade auf der, müssen wir uns gerade mal anschauen, auf der YZ-Ebene, diese Zeichnung. Also das muss dann hier auf der XY-Ebene erfolgen. Und dann machen wir eine Datum Plane auf der XY-Ebene. XY, neue Datum Plane. Und die können wir jetzt verschieben in die Z-Richtung. Oh, hier so mitten rein. Und da möchte ich jetzt die Zeichnung draufsetzen. Neue Zeichnung. Und dann klicken wir einmal hier hin. Dann sehen wir hier auch wirklich durch. Und dann kann ich hier jetzt, da sehen wir, was wir falsch gemacht haben. Das Teil hier, das Pad, muss natürlich symmetrisch werden. Und dann schauen wir uns nochmal die Datum Plane dazu an. Jo, die passt. Und dann können wir jetzt die neue Zeichnung generieren. So, die Zeichnung, die wird jetzt genau wie die andere auch ein Polygon. Und zwar, das fängt da an, geht nach da, nach da, nach da und nach da. Und dann müssen wir die Maße festlegen. Das heißt, das Maß hier, das ist minus 30 mm. Nee, das ist mehr. Dann müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Das Maß, das sind minus 22 mm. Okay, und da habe ich ein irgendwie krummes Maß genommen für die Dicke. Da kann man immer wieder nachschauen. Was haben wir für ein Maß da genommen? 8,8 mm. Das heißt, wir gehen wieder hier rein und bemaßen jetzt nicht dieses Maß hier, sondern das Maß hier. Und das wären die 8,8 mm. Und dann okay, da habe ich etwas nicht geschlossen. Dann machen wir das mal gerade. Die beiden werden bitte verbunden. Und schon ist das Teil fast fertig. Das heißt, die beiden sind dazu symmetrisch. Die beiden sind dazu symmetrisch. Und dann haben wir noch die Maße hier. Das Maß die 42,5 und das Maß hier die 32,5. So, jetzt, wenn ich das abziehe, kommt der Müll bei raus. Ich muss jetzt darum noch ein Rechteck ziehen. Weil ich möchte ja die hier wirklich wegtrennen und nicht das. Das machen wir so, indem wir ein Rechteck drum machen. Und jetzt kann ich das einfach als eine Tasche fahren lassen. Da sieht man hier, doch, das ist richtig. Und dann können wir das in beide Richtungen, also symmetrisch laufen lassen und das durch alles. Und dann haben wir unseren Adapter da unten fertig. So, jetzt gucken wir uns das von der Seite an. Jetzt muss der Adapter ja noch irgendwie hier an diesen Konus dran. Und da mache ich das folgendermaßen, dass ich dem jetzt hier so ein Teil mit konstruiere. Das kann ruhig hier unten anfangen, damit das schön mitgedruckt werden kann. So, dann machen wir wieder eine neue Zeichnung. Das ist jetzt auf der YZ-Ebene. Die können wir dann hier schon wieder deaktivieren. Und
neue Zeichnung auf der YZ-Ebene und dann wird das wieder ein Polygon. Das lassen wir hier starten. Fahren wir bis da. Dann da so ran und dahin und dann da wieder endend. So, dann machen wir jetzt das Maß hier. Das sind die minus 22 mm. Das Maß hier. Das sind die 50 mm. Und muss man gleich mal schauen, was dabei rauskommt. Eigentlich gleich. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt drucken werde. Und das Teil, das machen wir jetzt so. Das kann sogar noch länger werden. Das heißt, das Maß hier, das machen wir jetzt mal 30. Gucken wir uns das mal an. Mal raus und fahren das mal bis da vorne hin und dann bemaßen wir das nochmal. Was haben wir denn für ein Maß? 38 ist, glaube ich, zu lang. Machen wir 37. Okay, so. Dann mache ich da wieder eine Aufpolsterung. Wichtig ist, dass das hier nicht innen rauskommt. Und das heißt, und das muss man auch jetzt schauen, wenn man die Aufpolsterung macht, ne, da besteht keine Gefahr, dass das hier reinragt. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Aufpolsterung wieder symmetrisch. Und das muss aber gar nicht so breit werden. Das machen wir jetzt nur mal 5 mm. Und dann haben wir das fertig. Jetzt kann das Teil so senkrecht gedruckt werden. Und man kann sich hier überlegen, ob man das mit Support hier löst. Das müsste ich dann beim Druck schauen. So, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Verschönerungen ran, was die was Rundung und so weiter angeht. Da machen wir eine Rundung hin. Da auch. Mal gucken. Okay, können wir das so machen? So lassen wir das jetzt. Okay, also Teil ist konstruiert. Kann ich jetzt ganz einfach exportieren. Das heißt, speichere es erst einmal, speichern unter, dann habe ich hier ein Verzeichnis FreeCAD, dann hier ein 2023 06 15 haben wir, glaube ich, heute, ja, der 15. Juni, Strich Mic Adapt. Das nennen wir dann auch Mic Adapt 1-001. Und dann können wir das jetzt, da haben wir jetzt zwei Teile und die möchte ich noch verbinden. Das kann man entweder direkt hier im Part Design machen. Können wir mal versuchen, ob es funktioniert. Ansonsten machen wir das im Part-Modus. Ist meistens sinnvoll. Aber versuchen wir es ruhig hier. Ich möchte den mit dem verbinden. Das machen wir so. Wir machen den zum aktiven Objekt.
So, dann wird einmal hier neben geklickt, damit das nicht mehr selektiert ist. Also so darf es nicht sein, aber es muss schwarz sein und so grau hinterlegt. Und dann, wir können auch hier klein machen und jetzt geht man hier im Part Design Modus auf diese Funktion hier, die heißt Boolsche Operation. Wichtig ist, dass man da unten schaut, Part Design Boolean, weil ich habe hier noch Boolsche Operation aus dem Part Design Modus mir hereingeholt. Mit denen darf man das dann nicht verwechseln. Also die ist wichtig und Vereinigung ist genau richtig. Und dann sagt man Körper hinzufügen und selektiert einfach den Körper und einmal OK. Und jetzt habe ich nur noch ein Objekt und das ist der Halter komplett. Und dann speichern wir das nochmal ab. Also STRG S ist es gespeichert und dann können wir es exportieren. STRG E ist für den Export gedacht. STL-Mesh ist in Ordnung und dann kriegt das einen Namen mit MIG-Adapt 1-001-Halter und das können wir einfach so nutzen. So, dann starten wir das Cura. So, da ist das Cura. STRG O zum Öffnen einer Datei. So, dann haben wir hier das Unterverzeichnis FreeCAD, MIG-Adapt und da haben wir die STL-Datei, die wird importiert. Die möchte ich aber nicht so drucken, sondern umgekehrt. Also selektieren, einmal hier auf Drehen gehen und das Ganze einmal hier so um 180 Grad drehen. So soll das Teil gedruckt werden. Jetzt kann man hier, würde ich vorschlagen, mit dieser Funktion hier zu arbeiten. Die kann man sich in Cura als Plugin nachladen. Das macht man hier über den Marketplace. Das ist Custom Supports. Die gibt es auch als Circular Supports. Die nutze ich eigentlich nie. Vor allen Dingen, die braucht man auch gar nicht. Obwohl hier gibt es Unterschiede. Aber hier kann ich auch mit Zylinder-Support arbeiten. Aber wie gesagt, ist hier gar nicht notwendig. Das heißt, ich wähle das hier und jetzt können wir einfach hier draufklicken und können hier Support setzen. So würde dann der Supporter drunter kommen und hier, das wird ja unten aufsetzend gedruckt und da kann man jetzt wegen mir auch noch einen Support hinsetzen und dann ist das Ganze so, wie es hier ist, druckbar. Das heißt, jetzt klickt man auf Slice. 2 Stunden, das ist viel zu lang, der braucht kürzer. Mein Cura ist nicht mehr so recht sinnvoll eingerichtet. Da ist einmal mein Rechner abgestürzt, da sind ein paar Parameter weg. Der rechnet das falsch aus. Das dauert wesentlich kürzer, maximal 1,5 Stunden. Wenn ich kürzer brauche, das für diesen Druck hier. Und ich drucke hier schon mit einer relativ langsamen Druckgeschwindigkeit. Der ist jetzt nur bei 40. Den können wir jetzt einfach mal hochpacken, so wie ich es früher immer hatte. Da habe ich immer mit 100 gedruckt. So, Top-Bottom-Speed, da machen wir 50. Und da machen wir auch 50. Und dann lassen wir das nochmal slicen. Dann wird das 2 Stunden, das wird in einer Stunde, denke ich mal, ist das Ding gedruckt. Und dann kann man das Mikrofon da reinsetzen und im Stativ verwenden. So, noch einmal, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!